Guten Tag, Herr Müller. Mein Name ist Alex Hoffmann. Ich rufe wegen Ihrer Wohnungsanzeige an. Ist die Wohnung in der Lindenstraße 15 noch zu vermieten? Ja, die Wohnung ist noch frei. Sind Sie Student? Ja, ich studiere Informatik an der Technischen Universität. Ich suche eine Wohnung in der Nähe der Universität. Die Wohnung wäre perfekt für Sie. Sie liegt nur 10 Minuten zu Fuß von der Universität entfernt. Das klingt gut. Könnten Sie mir mehr über die Wohnung erzählen? Wie viele Zimmer hat sie und wie hoch ist die Miete? Es ist eine Zwei-Zimmer-Wohnung mit 45 Quadratmetern. Die Kaltmiete beträgt 550 € plus 150 € Nebenkosten. Die Wohnung liegt im 3. Stock und das Gebäude hat einen Aufzug. Die Küche ist komplett eingerichtet. Verstehe. Könnte ich die Wohnung besichtigen? Natürlich. Wie wäre es morgen um 14 Uhr? Morgen um 14 Uhr passt mir gut. Vielen Dank. Gerne, bis morgen. Guten Tag, Frau Schmidt. Mein Name ist Alex Hoffmann. Ich rufe wegen Ihrer Wohnungsanzeige an. Ist die Wohnung in der Gartenstraße 8 noch zu vermieten? Ja, die Wohnung ist noch frei. Haben Sie Interesse? Ja, sehr. Ich bin Student an der Technischen Universität und suche eine Wohnung. Könnten Sie mir mehr über die Wohnung erzählen? Es handelt sich um eine Zwei-Zimmer-Wohnung mit 60 Quadratmetern im 1. Stock. Die Kaltmiete beträgt 500 € plus 120 € Nebenkosten. Die Wohnung hat einen kleinen Garten. Die Wohnung ist nicht möbliert. Aber die Küche hat einen Herd und einen Kühlschrank. Das klingt interessant. Wie weit ist die Wohnung von der Universität entfernt? Mit dem Bus brauchen Sie etwa 20 Minuten zur Universität. Die Bushaltestelle ist direkt vor der Tür. In der Nähe gibt es auch einen Supermarkt, eine Apotheke und mehrere Restaurants. Wann könnte ich die Wohnung besichtigen? Wie wäre es morgen um 16 Uhr? Das passt mir gut. Vielen Dank. Freut mich. Bis morgen, Herr Hoffmann. Guten Tag, Herr Hoffmann. Willkommen. Kommen Sie herein. Vielen Dank, Herr Müller. Hier sind wir im Eingangsbereich der Wohnung. Die Wohnung ist komplett renoviert. Sie haben in jedem Zimmer große Fenster. Das ist wirklich eine helle Wohnung. Ja, und hier ist das Wohnzimmer. Oh, das ist gut. Ich habe keine eigene Küche. Ist die Küche neu? Ja, die Küche wurde vor einem Jahr komplett renoviert. Sie hat einen Herd, einen Backofen, einen Kühlschrank und eine Spülmaschine. Die Küche ist wirklich praktisch. Sind die Geräte energiesparend? Und wie sieht es mit der Internetgeschwindigkeit hier aus? Die Spülmaschine und der Kühlschrank haben Energieklasse A++. Glasfaser liegt bis zur Wohnung an. Bis zu 500 Mbit es sind möglich. Die Wohnung gefällt mir, aber wie weit ist der nächste Supermarkt entfernt? Der nächste Supermarkt ist etwa 15 Minuten zu Fuß entfernt. Es gibt aber eine kleine Bäckerei direkt gegenüber. Und wie ist die Anbindung an öffentliche Verkehrsmittel? Die nächste Bushaltestelle ist etwa 5 Minuten zu Fuß entfernt.
Von dort fahren Busse ins Stadtzentrum alle 10 Minuten. Gibt es weitere Kosten neben der Miete und den Nebenkosten? Sie müssen eine Kaution in Höhe von 2 Monatsmieten hinterlegen. Also 1.100 Euro. Die Internet- und Stromkosten sind nicht in den Nebenkosten enthalten. Und wie ist die Nachbarschaft? Ist es ruhig hier? Ja, es ist eine ruhige Gegend. Die meisten Bewohner sind Studenten oder junge Berufstätige. Es gibt ein Fitnessstudio 2 Straßen weiter und ein paar Cafés in der Nähe. Wie weit ist das nächste Krankenhaus oder die nächste Arztpraxis entfernt? Das nächste Krankenhaus ist etwa 2 Kilometer entfernt. Es gibt eine Arztpraxis und eine Apotheke etwa 10 Minuten zu Fuß von hier. Vielen Dank für die Besichtigung, Herr Müller. Ich melde mich bald. Gern geschehen. Ich freue mich auf Ihre Rückmeldung. Willkommen, Herr Hoffmann. Kommen Sie herein. Vielen Dank, Frau Schmidt. Hier ist der Flur. Links haben wir das Badezimmer und rechts die Küche. Geradeaus geht es ins Wohnzimmer und von dort ins Schlafzimmer. Die Wohnung ist größer, als ich dachte. Ja, 60 Quadratmeter sind viel Platz für einen Studenten. Hier ist die Küche. Wie Sie sehen, gibt es einen Herd und einen Kühlschrank. Aber keine weiteren Geräte oder Möbel. Sie müssten selbst eine Küchenausstattung mitbringen. Verstehe. Und wie ist das Badezimmer ausgestattet? Das Badezimmer hat eine Badewanne mit Dusche, ein Waschbecken und eine Toilette. Es wurde vor 3 Jahren renoviert. Das sieht gut aus. Und hier ist das Wohnzimmer? Genau. Es hat große Fenster und Zugang zum Garten. Der Garten ist klein, aber Sie können dort einen Tisch und Stühle aufstellen und die Natur genießen. Darf ich den Garten nach Belieben gestalten? Zum Beispiel Kräuterbeete anlegen oder einen kleinen Grillplatz. Ja, solange Sie keine dauerhaften Strukturen bauen. Der Vermieterverband erlaubt sogar Komposttonnen. Hier ist die Gartenordnung. Der Garten ist ein großer Pluspunkt. Und das Schlafzimmer? Das Schlafzimmer ist hier. Es ist ein ruhiges Zimmer mit Blick auf die Straße. Es gibt einen eingebauten Kleiderschrank. Sie sagten, die Bushaltestelle ist direkt vor der Tür? Ja, von dort fährt der Bus alle 10 Minuten ins Stadtzentrum und zur Universität. Die Fahrt zur Universität dauert etwa 20 Minuten. Und was gibt es in der Umgebung? In der Nähe gibt es einen großen Supermarkt, eine Apotheke, eine Bäckerei und mehrere Restaurants. Das Stadtzentrum erreichen Sie in 15 Minuten mit dem Bus. Es gibt auch ein kleines Fitnessstudio um die Ecke und einen Park zum Joggen. Und was gibt es in der Umgebung? Wie hoch ist die Kaution? Die Kaution beträgt 3 Monatsmieten, also 1.500 Euro. Diese bekommen Sie am Ende des Mietverhältnisses zurück, wenn alles in Ordnung ist. Danke für die ausführliche Besichtigung, Frau Schmidt. Ich gebe bald Bescheid. Sehr gerne. Bis bald, Herr Hoffmann. Und wie waren die Wohnungsbesichtigungen heute?
Beide Wohnungen haben ihre Vor- und Nachteile. Ich bin mir nicht sicher, welche ich nehmen soll. Erzähl mir von beiden Wohnungen. Erzähl mir zuerst, was dich bei Wohnung 1 wirklich begeistert hat. Die Nähe zur Uni, ich könnte jeden Morgen 10 Minuten gemütlich laufen. Kein Gedränge in der Bahn, kein Hetzen. Und die Einbauküche. Herd, Ofen, Spülmaschine, alles da, sofort benutzbar. Das spart dir Zeit und Nerven. Aber was hat dich gestört? Die 45 Quadratmeter fühlen sich wirklich eng an, wenn man mal länger lernt oder Freunde einlädt. Und der Balkon. Nun ja, mehr ein offener Gang mit Ausblick auf die Rückwand des Nachbarhauses. Versteh ich. Und bei Wohnung 2? Raum. 60 Quadratmeter, ein richtiges Wohnzimmer. Platz für einen Schreibtisch und ein Regal. Der kleine Garten hinterm Haus ist für mich der größte Bonus. Lernpausen im Freien, ein bisschen Urban Gardening. Und du pflanzt deine eigenen Kräuter, richtig? Genau. Das wäre ideal, wenn ich mich mal vom Bildschirm löse. Und der Bus, vor der Tür, alle 10 Minuten. Ich habe die Fahrpläne gecheckt, selbst spät abends ist noch was fahrbar. Und die Nachteile? Die Küche ist nur rudimentär, Herd und Kühlschrank. Mixer, Toaster, Kaffeemaschine muss ich selbst anschaffen. Das wären einmalig ein paar hundert Euro. Aber meine Rechnung sagt, du sparst monatlich 80 Euro bei Miete und NK. In 6 Monaten ist dein Küchenkredit getilgt. Stimmt das? Ja, genau. Danach fahre ich in die Gewinnzone und habe mehr Raum für Hobbys, für Gäste und fürs Kochen. Stell dir vor, du sitzt nächsten Sommer abends im Garten. Eine Lichterkette an und ein Buch in der Hand. Würdest du das wirklich nutzen? Ja. Ich stelle mir vor, wie ich an meinem kleinen Beet arbeite. Abends mit Freunden grille. Das würde mein Studierendenleben bereichern. HR-Raum für Hobbys, für Gäste und fürs Kochen. Und die Wegezeit? Fühlst du dich nicht eingeengt? 20 Minuten Bus zu fahren? Anfangs vielleicht. Aber ich sehe es als Puffer, Podcasts hören, mich auf Vorlesungen vorbereiten. Und die frische Luft beim Warten an der Haltestelle ist besser als drängelnde U-Bahn. Dann hast du ja schon deine Prioritäten sortiert. Tageslicht, Platz und eine Atmosphäre, die dich motiviert. Genau. Die erste Wohnung ist perfekt, wenn man alles sofort braucht. Aber für mich ist das Leben und Lernen mehr als nur 4 Wände in Uninähe. Ich will Raum für Kreativität und Entspannung. Dann ist die Entscheidung doch klar. Wohnung 2 passt zu deinem Lebensstil und deinen langfristigen Zielen. Morgen unterschreibst du, ja? Ja, ich rufe Frau Schmidt an und sichere mir den Vertrag. Danke, dass du mir geholfen hast, das Durcheinander in meinem Kopf zu sortieren. Auf die neue Wohnung und auf dich möge dein Garten blühen und dein Studium florieren. Bis bald und viel Glück mit der Entscheidung. Danke, Thomas. Tschüss. Guten Tag, Frau Schmidt. Hier spricht Alex Hoffmann. Guten Tag, Herr Hoffmann. Haben Sie sich entschieden? Eine letzte Frage. Steht im Vertrag etwas zur Untervermietung? Falls ich im Sommer ein Praktikum im Ausland mache, könnte ich die Wohnung untervermieten? Gute Frage. Untervermietung ist mit schriftlicher Zustimmung des Vermieters möglich. Ja, ich habe mich entschieden.
Ich würde gerne die Wohnung mieten. Das freut mich sehr. Wann können Sie zum Unterschreiben des Mietvertrags vorbeikommen? Wie wäre es morgen Nachmittag um 15 Uhr? Das passt mir gut. Bringen Sie bitte Ihren Personalausweis oder Pass, eine Immatrikulationsbescheinigung und einen Einkommensnachweis oder eine Bürgschaft Ihrer Eltern mit. Ja, ich werde alles mitbringen. Vielen Dank, Frau Schmidt. Gerne, Herr Hoffmann. Bis morgen dann. Kaution. Nebenkosten. Einbauküche. Mietvertrag. Untervermietung. Anbindung. Besichtigung. Energieklasse. Glasfaser. Bürgschaft. Immatrikulationsbescheinigung. Fahrpläne. Komposttonnen. Kräuterbeete. Unterzeichnen.